Sie war die mächtigste Frau am sächsischen Hof, Geliebte und Mätresse von August dem Starken. Doch ohne Urteil, ohne Anklage wurde sie verbannt, nach Stolpen, in ein Leben hinter Mauern, das 49 Jahre dauern sollte. Dies ist die Geschichte von Anna Constantia, Reichsgräfin von Cosel. Weihnachten 1716. Anna Constantia erreicht Stolpen. Sie ist 36 Jahre alt. Keine Anklage, kein Prozess, keine Möglichkeit, sich zu verteidigen. Nur eine Festung und ein Leben, das sich schlagartig schließt. 5 Festungskommandanten wird sie kommen und gehen sehen. August den Starken überlebt sie um 32 Jahre. Sogar die Nachricht vom Tod seines legitimen Sohnes erreicht sie, alt, vergessen, hinter schwarzen Mauern. Die Cosel bezieht eine Etage im Zeughaus, 5 Zimmer. Unter ihr die große Burgküche, der Speisesaal, ein Wachraum und ein Magazin voller Waffen. 1717 erfährt sie, dass August der Starke den Ehevertrag zurückerhalten hat. Ein Hoffnungsschimmer, denn sie glaubt, sobald der Vertrag wieder in seinen Händen ist, wird er sie freilassen. Doch nichts geschieht. Im Gegenteil, 1719 nimmt er ihr sogar Pillnitz weg. Die Cosel bittet um eine Erklärung, um ein Wort, um eine Schuld, die man ihr nennen kann. Doch sie erhält keine Antwort. Sie öffnet ein Fenster. Vor ihr fällt der Basaltkegel steil ins Tal. Mauern und Türme, selbst aus schwarzem Basalt, ragen schwer und stumm gegen den Himmel. Am Fuß des Abhangs sieht sie den Tiergarten. Die Hänge werden kahl gehalten, aus Sicherheitsgründen. Stolpen wirkt wie ein Ort, der jede Lebensenergie versiegen lässt. Nachts hört sie das Schnarchen der Wachen aus dem Raum unter ihrem Schlafzimmer. Und doch an klaren Sommertagen kann sie bis nach Böhmen sehen. Aus den Fenstern nach Norden überblickt sie den 4. Hof, das Herz der Festung. Das Zeughaus liegt an der Südseite. Hier fallen Sonne und Licht in die Räume. Ein letzter Rest von Wärme in einem Leben, das die Gräfin Cosel immer mehr einengt. 1718, damals noch im Fürstenhaus untergebracht, findet die Cosel einen Weg, heimlich Briefe aus der Festung zu schmuggeln und sich damit etwas Geld zu verschaffen. Ihr Zeichen ist einfach. Im richtigen Moment lässt sie ein Taschentuch aus dem Fenster fallen. Leutnant Helm hebt es auf. Unauffällig, galant. Für diese Tat wird er zum Tode verurteilt. Doch er überlebt. 3,5 Jahre Festungsarrest. Dann wird er freigelassen, nur wegen seiner guten Beziehungen zum Hof. Ein kleiner Lichtblick in einem düsteren System und ein Beweis dafür, wie gefährlich jeder Kontakt zur Gräfin war. Im Zeughaus steht ihre Bibliothek, ein stiller Ort, ein Rückzugsraum inmitten der Festung. Rund 3000 Bände trägt die Gräfin im Laufe ihrer 49 Jahre Gefangenschaft zusammen. Philosophie, Physik und Chemie, Theologie und Geschichte. Deutsche und französische Werke, jede Zeile ein Stück Welt, das sie nicht mehr betreten darf. Zwischen den Regalen stehen 2 Koffer, darin ihr Silberservie, ein letzter Rest von Glanz, der geblieben ist, während alles andere verloren ging. Mit den Jahren zeigen sich deutliche Schäden am Bau, Risse in den Wänden, feuchte Stellen, Mauern, die nachgeben. Am 5. Mai 1731 schreibt die Gräfin an Graf Wackerbarth. Sie meldet die Schäden, denn die statischen Probleme sind inzwischen erheblich. Anna Constantia ist jetzt 51 Jahre alt. Seit 15 Jahren lebt sie im Zeughaus und selbst ihr Gefängnis beginnt zu bröckeln. Im April 1744 passiert das, was ihre Jahre im Zeughaus endgültig beendet. Ein Ofen stürzt ein und verletzt die Gräfin.
Sie kann nicht bleiben. Die Räume sind zu gefährlich geworden. Ein standesgemäßes Wohnen war hier ohnehin nie möglich gewesen, doch der Umzug in den Johannisturm bedeutet einen weiteren Verlust an Komfort. Anna Constantia steht inzwischen im 7. Lebensjahrzehnt. Ganz abgeschnitten ist sie vom Zeughaus jedoch nicht. Der Wehrgang an der Südseite des 3. Hofes verbindet beide Gebäude. So kann die Gräfin den Turm verlassen, ohne den Blicken der Wachen ausgeliefert zu sein und ohne dem Wetter. Im Gang selbst stehen verschlossene Wandschränke, darin Töpferwaren, Tee- und Kaffeekannen aus Messing und Blech, Leuchter, Bier- und Weingläser, Alltagsgegenstände, ordentlich verwahrt, als warteten sie auf ein Leben, das hier niemals zurückkehren wird. Im Johannisturm sitzt die Gräfin an einem Ofen, ein Wintertag, grau und windig. Der Rauch zieht langsam in den Kamin. Sie wendet den Rücken zur Wärme und ihr Blick verliert sich im Raum. Ein Moment der Stille. Und dann kehren die Bilder und Erinnerungen zurück. »17. Oktober 1680. Anna Constantia von Brockdorff wird auf Gut Deppenau in Holstein geboren. Ihre Kindheit spielt sich fast nur im Herrenhaus ab. Der Vater, Oberst im Dienst des dänischen Königs, ist nur im Winter und Frühling zu Hause. Doch in dieser Zeit prägt er seine Tochter. Er lehrt sie das Schießen mit Pistole, mit Gewehr. Er bringt ihr das Fechten bei mit dem Degen. Er setzt sie auf Pferde, im Damen- und Herrensattel. Aus dem Mädchen wird eine wagemutige Reiterin, treffsicher, schnell, leidenschaftlich auf der Jagd. Von der Mutter lernt sie das Bierbrauen und das Brennen von Branntwein, dem Allheilmittel der Gutsfrauen. Branntwein gegen Gicht, gegen Schmerzen, gegen die Leiden der Zeit, solange man ihn nicht im Übermaß benutzt. Es ist eine Kindheit voller Disziplin, Handwerk, körperlicher Stärke und voller Fähigkeiten, die man einer Frau ihrer Zeit kaum zutrauen würde. Um Ablenkung zu finden, steigt die Gräfin oft in das Küchengewölbe hinab. Dort destilliert sie Wasser, eine Gewohnheit aus ihrer Jugend. Sie nutzt es zur Körperpflege, als kleines Ritual in einer Welt, die ihr kaum noch etwas lässt. Im Gewölbe mischt sie auch Kräuter. Sie stellt Salben her, Mittel zur Schönheitspflege, Mittel gegen Krankheiten. Arbeit, die sie beruhigt und ihr ein Gefühl von Kontrolle gibt. Doch im Herbst 1721 helfen die selbst gefertigten Hausmittel nicht mehr. Anna Constantia wird schwer krank. Die vom Festungskommandanten übergebenen Medikamente rührt sie nicht an. Zu groß ist die Angst, man wolle sie vergiften. Vertrauen schenkt sie nur dem Apotheker unten im Ort. Seine Präparate bringen sie langsam wieder auf die Beine. Während der Genesung und in ruhigeren Stunden widmet sie sich den Handarbeiten, Nähen, Sticken, kleine Arbeiten, die die Zeit strukturieren. Ein eingezogener Rauchabzug erlaubt das Aufstellen von Öfen im Turm. Im untersten Zimmer richtet man ihr sogar eine kleine Küche ein, mit einer offenen Herdstelle. Am westlichen Fenster steht ein sandsteinerner Ausguss. Er ermöglicht die Entsorgung von Wasser und Resten, ohne das Fenster öffnen zu müssen. So sieht ihr Alltag aus: Arbeit, Krankheit, kleine Routinen und ein Leben, das sich in engen Räumen abspielt. Am 1. Februar 1733 stirbt August der Starke. Er wird in der Gruft der Krakauer Kathedrale beigesetzt. Festungskommandant Boblik versucht zunächst, die Nachricht vor der Gräfin zu verbergen. Doch im März erfährt sie davon
Und zum ersten Mal nach vielen Jahren keimt Hoffnung auf. Sie glaubt, ihre Gefangenschaft könne nun enden. Doch nichts ändert sich. Trotz allem trauert Anna Constantia um August. Sie trägt schwarze Kleidung, ihre Briefe versieht sie mit einem schwarzen Trauerrand. Ein stilles Zeichen für einen Mann, der sie einst liebte und der sie doch fallen ließ. Der neue König, sein Sohn, denkt nicht daran, sie zu befreien. Er fürchtet um den Ruf seines Vaters und um das Ansehen des Hauses Wettin. Die Gräfin bleibt dort, wo sie ist, isoliert, vergessen, ohne Aussicht auf Gnade. Im hohen Alter nutzt die Gräfin nur noch einen einzigen Raum, ein kleines, enges Zimmer in der ersten Etage des Johannisturms, seit 15 Jahren ohne Tapeten. Darin stehen alte, schadhaft gewordene Stühle, ein paar kleine, einfache Holztische und ein großes Bett ohne Vorhang. Mehr besitzt sie nicht. Anna Constantia kleidet sich schlicht. Als hochbetagte Frau hat sie nur noch wenige Bedienstete und die wertvollen Gegenstände, die ihr geblieben sind, benutzt sie nicht mehr. Im Angesicht des Todes verlieren Dinge ihre Bedeutung. Aus der einst glanzvollen Gesellschaftsdame des Dresdner Hofes ist eine einsame, vergessene alte Frau geworden. Ihr Lebenskreis hat sich auf das Notwendige reduziert. Der Rauch der Lampe schwärzt den Raum. Sie hängt mitten im Zimmer von der Decke und muss vom Abend bis zum Morgen brennen. Der Ruß legt sich so dicht auf die Wände, dass man den Zeiger der Schlaguhr nicht mehr erkennen kann. In einem verschlossenen Behältnis findet man nach ihrem Tod nur noch alte Wäsche, ein paar Schüsseln mit Mehl und gebackenen Obst. Frühling und Sommer vergehen. Die Gräfin wird älter und zugleich stiller. Sie verbringt viele Stunden mit intensivem Bibelstudium. Schließlich wendet sie sich dem jüdischen Glauben zu. Im hohen Alter lebt sie nach jüdischen Lebensregeln. Ein persönlicher Schritt, ein Akt innerer Freiheit in einem Leben, das äußerlich kaum noch Spielraum hat. Im Jahr 1765 endet ihr langes Leben. Anna Constantia stirbt mit 85 Jahren im Johannisturm. Ihr Sohn Friedrich August Graf von Cosel wird Universalerbe eines noch immer beträchtlichen Vermögens. Schon 1719 betrug ihr Besitz 828.582 Taler. Im März 1760 setzte Anna Constantia ihr Testament auf. Ihr Sohn wird zum Haupterben bestimmt. Ihre letzte Ruhe möchte sie auf den Schafenberg bei Langenwolmsdorf, unweit von Stolpen, finden. Doch dieser Wunsch bleibt unerfüllt. Am 4. April 1765 um 15 Uhr wird sie beerdigt. Ihr Sohn ist anwesend, seine Frau Gräfin von Holzendorf ebenso. Ein Kommando der Garnison stellt das Ehrengeleit. Ein stilles Ende für eine Frau, deren Leben einst glanzvoll begann und die in den Mauern von Stolpen zur Legende wurde. Am Ende blieb von all ihrem Glanz nur ein dunkler Raum, ein einfaches Bett und die Erinnerung an ein Leben, das einst die Höfe Europas bewegte. Doch gerade in ihrer Gefangenschaft zeigte Anna Constantia mehr Stärke, als viele zu Lebzeiten erkannten. Ihre Bücher, ihre Rituale, ihr Glaube, ihre unbeugsame Haltung, all das ließ sie überdauern. Ihre Geschichte, ihr Mut und ihre Würde haben Stolpen nie verlassen.